Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive bzw. Flive Universe Video. Beides ist heute tatsächlich am Start. Ihr habt es ja schon am Thumbnail und Titel gesehen, und zwar geht es um die Frage, die tatsächlich relativ häufig gestellt wird: Was soll ich spielen? Soll ich Flive PC spielen oder soll ich Flive Universe spielen? Das ist eine Frage, die vor allem von Leuten gestellt wird, die halt schon Jahre sich nicht mehr mit Flive beschäftigt haben, seit Jahren nicht mehr spielen. Und heute probiere ich zumindest einen groben Überblick darüber zu geben, was denn Gründe sind oder was halt von, zumindest das, was ich denke, Hauptargumente für jemanden sind, sich für ein Spiel zu entscheiden. Und wir reden jetzt quasi nicht über Gameplay-Gründe, wie, keine Ahnung, gewisse Bugs oder so, das ist schon zu spezifisch, sondern wir reden jetzt wirklich von Gründen, sollte ich dieses Spiel spielen oder soll ich das andere Spiel spielen, zum Beispiel in Bezug auf die Playerbase, auf die Zukunftsträchtigkeit, also wie sicher ist es, dass das Spiel noch in 5 Jahren existiert und solche Sachen. Also wirklich sehr allgemeine Argumente, die jetzt mit den direkten Gameplay-Aspekten gar nicht so viel zu tun haben, sondern wirklich nur die Frage beantworten sollen, welches Flive sollte ich für mich persönlich wählen. Und das, was ich gerade als Beispiel genannt habe, ist auch tatsächlich direkt das erste Argument, was wir haben. Für viele ist entscheidend die Playerbase. Ja? Das ist etwas, was, ich meine, da kommt man nicht drum rum, wenn man über die Attraktivität eines Videospiels spielt. Wie viele Leute spielen denn dieses Spiel? Es ist einfach ein wichtiger Faktor, vor allem bei Online-Games, weil es ja auch im Endeffekt entscheidend darüber ist, wie lange könnte es das Game noch geben oder besteht die Gefahr, dass wenn noch weniger Leute spielen, dass das Game vielleicht offline geht und solche Sachen. Und wir fangen an mit Flive PC. Ja, hier muss man natürlich sagen, die Playerbase ist heutzutage relativ klein. Also wenn man sie weltweit betrachtet, ist es noch ganz okay vielleicht. Aber wenn man jetzt auf die einzelnen Server guckt, zum Beispiel auf den deutschen Server, also es gibt in jeder Region 2 Server, aber meistens ist nur einer davon wirklich aktiv, der andere Server ist meistens ziemlich inaktiv. Wenn man jetzt auf den deutschen großen Server guckt und auf den amerikanischen, klar, da spielen täglich noch über 100 Leute auf jeden Fall. Aber wenn man das alles weltweit, wie gesagt, zusammenzählt, dann kommt man halt auf eine Playerbase von vermutlich unter 1000 Spielern. Und das ist halt wirklich nicht mehr viel. Und auf den einzelnen Servern kann man halt wirklich fast so weit gehen und behaupten, man kennt eigentlich jeden, der spielt, oder fast jeden, ja, weil es wirklich nicht mehr allzu viele Leute sind. Ja, also ich meine es auch nicht gut kennen, sondern wirklich nur kennen im Sinne von, naja, den siehst du halt fast jeden Tag so. Genau. Ja, dann ist natürlich bei Flive PC das Problem eben, dass es halt relativ klein ist und man da nicht sicher sagen kann, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Wenn wir jetzt aber zu Flive Universe gucken, da ist es halt so, die Playerbase ist insgesamt, also wenn wir es weltweit betrachten, wieder extrem groß, also weit über 1000. Also ich würde sogar fast behaupten, müsste an den 10.000 kratzen. Also hält da schon wirklich mit mittelständischen MMORPGs eigentlich gut mit. Also wir haben wirklich sehr viele Spieler, das merkt man jetzt vor allem zur FEC-Zeit. Und aber auch auf den einzelnen Servern sind auf den meisten Servern weit über 100 Leute aktiv, also zumindest auf den großen Servern. Und da kommen halt auch ständig neue Leute dazu, also da kennt man auf jeden Fall nicht jeden, weil einfach immer wieder Leute entweder aufhören oder weniger spielen. Und es kommen halt aber auch wirklich die ganze Zeit neue Leute dazu. Und deswegen hast du nie dieses Gefühl, dass du halt, naja, jeden kennst und halt das Gefühl hast, dass die Playerbase aus 20 Leuten besteht, so ungefähr. Also da kann man ganz klar sagen, wenn man jetzt sagt, Playerbase ist für mich ein wichtiges Argument, dann überwiegt hier definitiv Flive Universe. Zweite Argument, was ich mir jetzt überlegt hatte für Leute, die wirklich schon lange nicht mehr gespielt haben, also letztens war wirklich jemand im Stream, der das letzte Mal 2007 gespielt hat, das ist halt eine halbe Ewigkeit, ist Nostalgie. Und das ist jetzt natürlich etwas sehr Subjektives, also wann hat man Nostalgiegefühle oder wie stark oder so. Ich meine, das kann man jetzt natürlich nicht allgemein objektiv bestimmen, das ist unmöglich, weil das sieht einfach jeder irgendwo anders und fühlt jeder irgendwo anders. Aber ich habe es jetzt trotzdem mal probiert, zumindest ein bisschen anhand logischer Argumente zu erläutern. Also wir fangen an mit Flive Universe. Nostalgiefaktor hätte ich jetzt hier auf jeden Fall weniger als bei Flive PC. Zu den genauen Gründen sehen wir dann gleich. Weniger eingestuft. Und zwar an ein paar, wie gesagt, objektiven Punkten. Das erste ist halt, es ist ein Browser-Game. Und es fühlt sich auch an wie ein Browser-Game. Also gewisse Sachen sind einfach so in einem Client-Game doch anders. Also wie sich das Spiel, wie gesagt, einfach anfühlt, wie man spielt. Es hat Vorteile, dass es im Browser ist. Zum Beispiel, dass man extrem schnell online gehen kann, innerhalb von literally Sekunden und so. Also es gibt viele Vorteile von dem Browser-Game-Faktor. Aber es geht gar nicht darum, ob Browser-Game jetzt besser oder schlechter ist. Es geht wirklich einfach nur um das Nostalgiegefühl. Und ich meine, Flive war ursprünglich kein Browser-Game oder ist kein Browser-Game ursprünglich. Und entsprechend ist dieses Browser-Game-Feeling natürlich jetzt etwas, was man
Erstmal so, also am Anfang war es echt ungewöhnt. Also ich meine, ich habe bis zum Release von Fly Universe täglich Fly PC gespielt und ich hab schon eine Weile gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe, weil es war echt weird am Anfang. Klar, jemand, der jetzt nicht mehr so viel Fly PC gespielt hat in den letzten paar Jahren, für den wird beides ungewohnt sein, sage ich mal. Aber das ist auf jeden Fall für mich, denke ich, auf jeden Fall ein Faktor, den man erwähnen muss. Und das andere ist halt, dass es in Fly Universe zwar grundsätzlich mit dieser Oldschool-Basis angefangen hat, als das Game released wurde. Davon haben wir uns jetzt mittlerweile aber schon sehr weit entfernt. Es gibt jetzt schon sehr viele Dungeons, Mechaniken, Content, wenn man so will, den es genau so jetzt in Fly PC nicht gab. Also vieles ist natürlich daran angelehnt, sehr vieles ist recycelt. Also man kann natürlich sagen, dass es alles komplett neu ist, das wäre auch nicht richtig. Aber es ist einfach anders. Und wenn es anders ist, dann hat das nicht mehr den gleichen Nostalgiefaktor. So würde ich das jetzt begründen oder sehen. Und entsprechend ist das halt auch etwas, wo ich sagen würde, wenn man das jetzt halt 1:1 so von früher kennt, oder halt viele Sachen, die auch gar nicht in Fly Universe existieren, das wäre das andere, dann hat man dieses Gefühl halt eher nicht in Fly Universe, sondern mehr in Fly PC. Und dazu wechseln wir jetzt auch. Denn Fly PC ist halt das OG Fly mit den OG-Systemen. Also ich meine, viele Dinge haben sich zwar in Fly PC auch über die Jahre ein kleines bisschen verändert, aber im Grundsatz sind sie doch gleich geblieben. Ein klassisches Beispiel, etwas, was wirklich jeder kennen sollte, der schon mal Fly gespielt hat, sind Erweckungen, wie man sie jetzt hier gerade sieht. Und hier ist es natürlich so, die gibt es halt in Fly Universe jetzt nicht. Und wenn man jetzt sagen würde, ja, Erweckungen fand ich hammergeil oder ich liebe Erweckungen und so, solche Sachen, gibt es halt noch andere Beispiele wie, keine Ahnung, Ultimate Sockel, also in den Ultimate-Waffen, die, nicht die Sockel, die Piercings, also die Juwelen reinsetzen, CS-Sets mit Set-Effekten, lauter solche Sachen, also Sachen, die es auch wirklich schon seit weit über 10 Jahren gibt und solche Geschichten, also könnte man jetzt tausende Beispiele nennen. Ja, vieles davon wurde in Fly Universe, wie gesagt, entweder abgeändert oder gar nicht eingeführt oder noch nicht eingeführt. Und entsprechend wird es halt schwierig, nostalgisch zu werden, wenn du so an deine ersten Erweckungen oder so denkst. Weil das gibt es ja in Fly Universe gar nicht. In Fly PC gibt es das natürlich schon. Und so ist es halt, wie gesagt, mit vielen Dingen. Dungeons, Karten, Set-Effekten, lauter solchen Sachen. Viele Dinge davon wurden minimal oder gar nicht geändert über die Jahre. Oder wurden halt, wenn dann, erweitert oder so. Wie das Erwecksystem zum Beispiel von 3 auf 5 Slots und solche Sachen. Aber im Kern ist es halt trotzdem gleich geblieben. Und wie gesagt, ist halt irgendwie das OG Fly einfach. Das kann man ihm auf jeden Fall nicht absprechen. Und ich würde sagen, im Nostalgiegebiet, im Nostalgiefaktor, wenn das Hauptargument ist, würde ich sagen, überwiegt tatsächlich Fly PC. Dann der dritte Punkt ist ganz einfach Content. Ich meine, es ist natürlich relevant für ein Videospiel, das man täglich spielen möchte oder für eine längere Zeit spielen möchte. Wie viel Content hat es? Und wichtiger nahezu eigentlich, kommt neuer Content auch tatsächlich noch hinzu? Fangen wir wieder an bei Fly PC. Hier muss man halt einfach sagen, in den letzten 10 Jahren gab es nur eine Handvoll Updates und ja, die haben neuen Content hinzugefügt. Also es wäre jetzt gelogen, wenn man sagen würde, da kam nichts. Also so ist es nicht. Aber wenn man das zusammenfasst, wie gesagt, auf über 10 Jahre, ist es schon relativ wenig gewesen. Und auch das letzte Update, das tatsächlich erst 9 Monate her ist, das muss man ihm wirklich lassen, dass hier halt trotzdem noch was passiert bei einem Spiel, das fast 20 Jahre alt ist. Dass überhaupt noch neuer Content kommt, ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. Aber die Updates verlieren schon an Tragweite, sie verlieren an Gewichtung. Es werden halt hauptsächlich kleinere Quality-of-Life-Systeme oder kleinere Content-Systeme eingeführt, wo man halt sagen kann, ja, ist nicht schlecht, ja, aber es fehlt halt einfach ein bisschen an Substanz. Du hast die neuen Sachen halt innerhalb von einem Tag alle irgendwie ausprobiert oder angeguckt zumindest. Und spätestens nach ein paar Monaten ist alles auf jeden Fall ausgelutscht und du bräuchtest eigentlich schon das nächste Update. Es wird so schnell halt aber nicht kommen, sondern halt frühestens dann wieder 1, 2, schlimmsten Fall sogar ein paar Jahre später erst wieder. Und das ist halt auf jeden Fall, kann man nicht beschönigen. Es ist einfach schwierig. Gibt auch Gründe dazu, auf die wir dann auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt aber zu Fly Universe gucken, da ist es ganz anders momentan. Ich meine, das kann man jetzt auch nicht wirklich vergleichen. Wie gesagt, das kommt auf meinem letzten Punkt auf jeden Fall nochmal groß zur Sprache. Trotzdem ist es hier einfach so, wir haben jährlich mindestens 1 bis sogar 2 große Updates. Große Updates heißt halt, also bei Fly Universe gibt es halt auch wöchentliche Patches, die gibt es jetzt im Fly PC tatsächlich auch nicht mehr so. Also da gibt es zwar auch ganz selten mal Bugfixes und kleinere Quality of Life Improvements durch die normalen Serverwartungen, aber es ist schon eher wenig. In Fly Universe gibt es 2-wöchige Updates. Da wird manchmal mehr gemacht, manchmal weniger, oft auch sehr wenig, muss man wirklich sagen.
Aber manchmal kommt zwischendurch auch so ein kleines Ding, wo auch wirklich einmal so 10, 15 Patch-Zeilen sind, was sich alles geändert hat. Und diese meine ich aber nicht, sondern wir meinen hier wirklich große Updates, wo halt wirklich Levelerweiterung kommt, neuer Dungeon, neues PvP, neuer PvP-Modus und lauter solche Sachen. Also schon größere Sachen, die das Spiel nachträgt oder nachdrücklich verändern auf jeden Fall. Und davon gibt es, wie gesagt, 1 bis 2 pro Jahr. Also 1 Minimum, 2 Maximum kann man sagen, mit eben diesem neuen Content. Weil bei neuer Content muss man jetzt natürlich wieder vorsichtig sein bei Flive Universe. Fast sämtlicher Content, der neuen Spielen zugefügt wird, besteht aus bestehenden Sachen aus Flive PC. Das heißt, Monster werden recycelt, Ressourcen oder, wie sagt man, also die Effekte, die Grafiken und so weiter. Also alles wird irgendwie importiert, minimal abgeändert und dann in Anführungszeichen als was Neues verkauft. Das will ich jetzt auch gar nicht so schlecht reden. Ich will nur klarstellen, dass es nicht immer wirklich richtig neuer Content ist, sondern meistens halt umgeänderter alter Content. Selten ist etwas komplett neu, aber trotzdem sind es halt große Updates, die, naja, wieder in Anführungszeichen neue Sachen halt hinzufügen, an denen man sich dann ein paar Wochen, Monate erfreuen kann. Und das passiert auf jeden Fall regelmäßiger und häufiger und umfangreicher als bei Flive PC. Also im Thema Content würde ich auf jeden Fall sagen, ist eher Flive Universe hier wieder der Gewinner. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt und das ist die Zukunft. Die Zukunft der beiden Spiele, das ist etwas, was ich ganz am Anfang schon erwähnt habe. Relevant ist natürlich, wenn ich jetzt ein Spiel anfange, auf das ich richtig Bock habe und für das ich auch wahrscheinlich sogar Geld ausgeben will oder werde oder auf jeden Fall sehr viel Zeit reinstecken will oder werde, dann ist für mich natürlich schon relevant, naja, wenn ich die Auswahl habe zwischen 2 Spielen, die sich schon sehr ähneln oder im Kern eigentlich gleich sind und halt, wie gesagt, über contentmäßige Änderungen sich größtenteils nur unterscheiden, ja, dann ist vielleicht für viele schon relevant, welches Game ist, wie gesagt, zukunftssicherer. Fangen wir mit Flive Universe an. Grundsätzlich kann man sagen, Flive Universe ist das momentane Hauptprojekt von Gala. Sie haben enorme Umsatzzahlen in den letzten 2 Jahren seit Release mit dem Spiel erreicht. Also wirklich Umsatzzahlen, die es seit Jahren, seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr gegeben hat. Sie stecken da sehr viel Zeit rein. Wie ich es gerade schon gesagt habe, es kommen viele Updates oder viel mehr Updates als bei Flive PC. Sie haben ein sehr großes Entwicklerteam von irgendwie 6, 7 Entwicklern oder so. Größeres Game Master Team, sehr viele Moderator, ein Discord mit über 50.000 Mitgliedern, eine Facebook-Seite mit über 80.000 Likes. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel, was hier wirklich läuft. Und ja, entsprechend zukunftssicher ist das Ganze natürlich, wenn man sich anguckt, wirklich in den Geschäftsberichten von Gala, wie viel Umfang da Flive Universe einfach hat. Also ich meine, du kannst literally sagen, Gala ist ein Konzern, die haben verschiedene, also die haben ihr Portfolio sozusagen mit mehreren Unterfirmen, Tochtergesellschaften und so weiter aufgestellt und die haben in alle möglichen Aspekte Technologien investiert und Flive Universe macht von all diesen Sachen, also viele sind halt nur kleine Side-Businesses, kann man sagen, aber Flive Universe macht von alledem einfach 50% des Umsatzes aus. Das heißt, es ist das Projekt von denen, das sie auf keinen Fall einfach so sterben lassen werden wollen und entsprechend ist das halt, ja, extrem zukunftssicher. Also ich meine, da wird in den nächsten paar Jahren sicherlich nichts offline gehen. Vielmehr wird da noch sehr viel Geld investiert werden, um den aktuellen Zustand, also hoffentlich, möglichst lange beizubehalten oder sogar noch auszuweiten, das Game noch erfolgreicher, noch größer, noch besser zu machen, damit es eben noch länger die Leute erfreut und natürlich Geld einbringt. Ja, dann kommen wir zu Flive PC. Wie ist es hier? Also hier kann man natürlich sagen, die Zukunft ist eher ungewiss. Also natürlich würden jetzt niemals, wenn du jetzt in den Discord gehst oder ein Ticket schreibst oder whatever, wird niemals ein Game Master, ein Moderator oder wer auch immer sagen, ja, das Spiel wird bald offline gehen. Weil natürlich würden sie das niemals sagen. Aber ich meine, man muss einfach realistisch sein und damit rechnen, dass es irgendwann passieren wird. Ich sage nicht, dass es bald passiert. Ich hoffe nicht, dass es jemals passiert. Ich hoffe nicht, dass es bald passiert oder irgendwas in der Art. Aber es ist einfach unrealistisch, dass das Spiel noch Ewigkeiten so weitermachen wird. Oder so weiterlaufen kann und wird. Irgendwann wird der Punkt erreicht sein, wo Gala vielleicht sagen wird, Leute, es ist an der Zeit, das Spiel wirft nicht mehr genug Geld ab, wir haben eigentlich nur Kosten damit, nur Kosten und Ärger damit, wir wollen es einstampfen. Und das könnte halt jederzeit passieren. Wie gesagt, ich hoffe, dass es noch lange Zeit nicht passieren wird. Aber wenn man sich so die Geschichte der letzten paar Jahre anguckt, würde ich persönlich behaupten, gab es ein paar Fehlentscheidungen, ein paar große Fehlentscheidungen und halt auch wirklich immer wieder den Versuch, irgendwas Neues zu starten mit dem Spiel.
Also seit 2019 ungefähr ist Scala offensichtlich aktiv an Web3-Games und an Crypto-Games interessiert. Das heißt so viel wie, man verbindet quasi entweder bestehende oder neue Spiele mit der Blockchain bzw. mit Kryptowährungen und sorgt dafür, dass man im Spiel Kryptowährungen verdienen kann und lauter solche Sachen. Also könnt ihr euch selber mal einlesen. Ist grundsätzlich eigentlich ein interessantes Thema, aber meistens will man damit einfach nur schnell Kohle machen als Entwickler. Und ja, da gab es halt mehrere Projekte, die eigentlich alle ziemlich krass gescheitert sind und wahrscheinlich auch der Grund sind, warum die Webzen-Flive-Ära beendet wurde. Also Webzen-Flive hat vor ein paar Jahren leider den Dienst eingestellt und übertragen an Gala selbst sozusagen. Und da war halt auch im Vordergrund anscheinend so eine Kryptowährung, die, by the way, weniger als 2 Jahre später schon nichts mehr mit dem Spiel zu tun hatte. Also kann man schon sagen, dass es ein absoluter Fehlschlag war. Bora-Ecosystem bzw. die Bora-Coin war das. Und ja, es hat einfach nicht gefruchtet. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat oder so. Aber es hat einfach nicht wirklich funktioniert. Es hat das Game maßgeblich schlechter gemacht. Die User Experience ist schlechter geworden. Viele Leute wussten gar nicht, was sie an Webzen hatten. Also unter Webzen war zwar auch nicht alles perfekt, aber es war besser, meiner Meinung nach. Und ich denke, da würden mir viele Leute zustimmen, als das, was anschließend kam. Und ja, das war schon sehr schade, dass man diese lange Webzen, und Webzen war ja effektiv auch Gpotato, weil Webzen hat von Gpotato übernommen und die meisten Sachen eigentlich ungefähr beibehalten. Die Website zum Beispiel, die extrem geile, nostalgische Website und so, das alles wurde damit eingestampft und das war wirklich sehr schade. Die alten Foren und so, all das wurde beendet mit dem Ende von Webzen und dafür halt, um irgendwelche Krypto-Projekte zu starten, die alle gefailt sind, von denen kein einziges mehr wirklich läuft. Jetzt aktuell ist das Krypto-Projekt noch hier mit Gempion. Da gab es seit Ende Mai kein Turnier mehr. Seit fast 3 Monaten ist da nichts mehr passiert. Und die Gempion-Webseite ist komplett inaktiv. Also im August gab es gleich noch kein einziges Turnier. Ja, wir haben jetzt erst den 9. August, aber trotzdem im Juli gab es 10 Turniere oder so. Ist so eine Krypto-Turnier-Webseite, die jetzt ja gefühlt auch schon wieder fast den Dienst einstellt. Also da passiert absolut nichts mehr auf dieser Webseite. Oder halt sehr, 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 sehr wenig mit extrem geringer Beteiligung von Spielern. Also es wird wahrscheinlich das nächste fehlgeschlagene Projekt werden. Und ja, wie gesagt, wie viele Projekte lässt du noch fehlschlagen, bevor du sagst, es bringt einfach nichts mehr, da läuft nichts mehr, mach mal Feierabend. Und ich habe das Gefühl, es könnte Flive PC deutlich besser gehen, wenn man nie von Webzen weggegangen wäre. Dass das natürlich aus Kostengründen und so entschieden wurde, ja, mag sein. Aber ich denke, für das Spiel selbst und für die Community waren das Entscheidungen, die eher negativ waren. Und auch hier muss ich entsprechend sagen, die Zukunft, auch dieser Punkt gewinnt eigentlich Flive Universe. Klar, der Gewinner, was die Sicherheit angeht, wie lange das Game noch online sein wird oder wie wahrscheinlich es ist, dass das Game irgendwann oder demnächst irgendwann offline gehen wird, da ist definitiv die Chance bei Flive Universe niedriger, das Risiko bei Flive PC höher, dass was jemals passieren wird oder bald passieren wird. Und das ist, wie gesagt, einfach schade und hätte bestimmt anders laufen können, wenn man hier und da andere Entscheidungen getroffen hätte. Das heißt, nochmal zusammengefasst, Playerbase gewinnt Flive Universe, Nostalgie gewinnt Flive PC, Content, Umfang und neuer Content gewinnt Flive Universe und die Zukunft gewinnt ebenfalls Flive Universe. Das heißt, wenn für euch die Playerbase relevant ist oder überwiegt Flive Universe, wenn für euch Nostalgie überwiegt, Flive PC, wenn für euch regelmäßiger und neuer Content überwiegt, Flive Universe und wenn für euch die Zukunftssicherheit überwiegt, ebenfalls Flive Universe. Also ihr merkt schon, Flive PC ist mehr für Nostalgiespieler, die wirklich dieses Oldschool-Flive-Gefühl haben wollen. Für alle anderen ist es wahrscheinlich besser, man fängt mit Flive Universe an. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Übersicht kurz gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Flive Universe Video wieder. Ich streame auch täglich auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, auch da sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.